Willkommen in der Königsklasse, Willi. Hi, sei gegrüßt, Martin. Hi. Wilfried, ne? Wilfried, jawohl, Wir richtig. kennen uns ja schon seit 7 Jahren. Wir haben ja zusammen auch das Ganze mit angefangen. Ja. Herzlichen Dank dir dafür. Du hast ja schon einige Drehs mitgemacht. Wen hast denn du so gedreht? Oh, Ah. was mir einfällt, ist der Pizza. Du, ich mag mir das gar nicht, ehrlich gesagt. So. Okay. Weißt du, mein Gedächtnis, das Aha. ist irgendwo, man wird alt und vergesslich. Ja, du bist auch noch jung. Gefühlt ja, das stimmt. Aber das biologische Alter wandert doch irgendwo. Ja, du hast schon viel erlebt, willst du sagen. Ja, habe schon viel erlebt. Was machst du aktuell? Aktuell mache ich gerade sehr viel für die Volkshochschule, Videos erstellen, Technikerklärungen und diverse Sachen und auch Livestreaming von Reitturnieren, Springreiten, Dressurreiten, solche Sachen. Wie bist du darauf gekommen? Ach du, ich habe zuvor Ballettturniere und solche Sachen aufgenommen und dann haben wir gedacht, nee, man bräuchte eigentlich noch was anderes. Ich dachte, was könnte eigentlich nur irgendwo interessant sein? Bin auf Reiten gekommen und da habe ich mich da mal erkundigt und bin halt so zum Dressur- und Springreiten gekommen. Reitest du auch selber? Nein, Nein. nein. Ich reite höchstens mein Auto, aber auch nicht mehr. Was hast du denn vorher gemacht? Gefilmt habe ich schon viele Jahre und war aber dann auch mal zeitlang im Außendienst, um entsprechend Geld zu verdienen. Also Und Vertrieb mit dem Vertrieb, Auto. genau, Ja. richtig. Ich bin in Deutschland teilweise unterwegs gewesen mit Österreich und Bayern und so weiter und so fort. Und irgendwann ist es halt mit dem Leben zu filmen ein wenig zu stressig geworden und dann hat man halt einfach mal gesagt, okay, gut, das eine weg und dafür das andere mehr. Hast du das auch verbinden können miteinander? Weil du eh schon irgendwie unterwegs warst? Wenig, muss ich ganz ehrlich gestehen. Da war nichts, weil wirklich das war ein der Job und das andere war halt was anderes. Okay, cool. Also du trennst das auch im Kopf. Ja, Ja. Aber angefangen hast du mit dem Film Wall, ganz initial. ach, ich habe mit 22, 23 habe ich angefangen zu filmen. Da habe ich im Foto-Einzelhandel gearbeitet. Da gab es auch dann eine kleine Filmabteilung, Videoabteilung. Nachdem ich ja die Sachen auch verkaufen durfte, hat der Chef gesagt, du, nimm mal so ein Teil mit nach Hause, so eine Kamera, spiel ein wenig rum, üb. Du musst ja auch selber wissen, wenn du was verkaufen möchtest, wie das geht. Und das waren die ersten Schritte mit dem Filmen und so ist mal dann reingekommen, hat Spaß gemacht und irgendwo ist mal dann dabei geblieben. Also im Vertrieb ist schon wichtig, dass man auch sein Produkt kennt. Absolut, absolut, das schon. Wenn du es jetzt nicht kennen würdest, was machst du dann? Fängst neu im Vertrieb an, kriegst nichts geschult, was machst du da? Meine Managerin fragen, meine Frau. Das ist gut. Gute Frage. Nee, für mich, ich wüsste nicht, dass ich was anderes machen sollte. Das ist irgendwie passt. Ja. Also ich meine, gehst du auf LinkedIn dann, telefonierst du mit Leuten, fährst du trotzdem raus, versuchst einfach Leute kennenzulernen, weil du dich selber vermarktest oder machst du Ja, das gar gut, ich nicht? bin in einem Netzwerk drin, in einem Business-Netzwerk, wo ich viel unterwegs bin und dieses Wie und heißt das? jenes. BNI. Was ist das denn? BNI Business Networking International. Das Okay. ist eine sehr gute Plattform, muss man sagen, wo man echt für jeden empfehlen kann. Man lernt Leute kennen, man unterstützt sich gegenseitig und es bringt auch einem selber wirklich entsprechend weiter. Machst du schon lange. Seit 5 Jahren, richtig. Und Was ich hat es am werd- meisten gebracht? Am meisten, Ja, so ein Netzwerkaufbau. ich würde mal sagen, Erfahrung. Lernen, dass man mal vor Leute redet, dass man sich versucht, kurz und knackig zu halten. Grunddevise heißt, wer gibt, gewinnt. Und durch das viele Netzwerk, man kriegt da Informationen, man kriegt da einen Tipp, da kriegt man mal einen Hinweis, hey, du, das wäre für dich vielleicht interessant. Von dem her gesehen muss ich sagen, für mich gibt es nichts Besseres als das. Also Netzwerk macht dir schon immer Spaß. Ja, das auf jeden Fall. Super. Du bist gerne unter Leute. Was ist denn das Verrückteste, was dir je passiert ist, wenn du jetzt schon so viel Erfahrung Das hast? Verrückteste, was mir passiert ist, als geheißen hat, ich möchte, dass du meine Hochzeit filmst. Wobei ich, also ich habe schon viele Hochzeiten gefilmt, aber eigentlich nicht scharf drauf bin, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber wir haben gedacht, na gut, wenn in der Nachbarschaft einer heiratet und er unbedingt will, dass ich das mache, na gut, dann macht man es halt. Und da war das Verrückteste, er ist Hobbypilot, der hat 2, 3 Tage vor der Hochzeit seine Prüfung abgelegt. Und er hat in seinem Verein, wo er ist, hat er im Hangar seine Hochzeit gefeiert. Und normalerweise fährt man ja dann seine Braut oder so mit dem Brautauto ein. Nein, er hat die Braut eingeflogen und hat noch separat die Maschine gechartert für einen Hochzeitsfotografen und für mich als Filmer. Und dann ist mal so da gestanden, die Kamera über den Kopf gehabt, alles auf dem Kopf und teilweise spiegelverkehrt. Und da war dann
der Bräutigam mit Braut und hat man halt auch so versucht, entsprechend das Ganze zu filmen. Aha. Und der Fotograf ist hinten gewesen und hat da dann irgendwie versucht zu fotografieren. Und das ist eigentlich somit das Verrückteste, einfach ein Brautpaar, das eingeflogen wird, zu filmen. Und bist du schon mal so mitgeflogen in so einer kleinen Maschine? Ja, halt habe ich mal zum Geburtstag sowas geschenkt gekriegt und so, aber halt das war dann wirklich zum Rumschauen, Landschaft angucken und so. Da hast du schon Erfahrung. Ja. Ja. Oder hat man Angst davor? Ich meine, ich bin mal Fallschirmspringen gegangen, das ist ja auch irre. Ja. Wie ist das mit so einem kleinen Flugzeug? Nee, das ist, ich hock mich halt rein und fliege. Ja, Ich meine, ich gehe mal davon aus, wenn runterkommen, sind wir bis jetzt immer, ob eine große Maschine oder kleine. Und die Piloten wissen ja eigentlich schon, was sie tun. Und es war ja ordentliches Wetter und von dem her gesehen hat es wunderbar funktioniert. Aber wieso hast du das Ding auf dem Kopf gehabt? Seid ihr Loopings geflogen oder was war das? Nein, das ist ganz muss ich mir das einfach. Ich sag jetzt mal, jetzt ziehe ich das mal raus. Ja. Wenn das theoretisch meine Filmkamera wäre, Ja. habe ich auf der Seite das Display. Ja. Also wo jetzt meine Handfläche ist. Ja. Und ich musste aber rechts raus. Das heißt, wenn ich meine Kamera so halte, dann sehe ich ja gar nichts. Also habe ich das Display umgedreht, nach außen geklappt und dann habe ich halt die Kamera auf dem Kopf gehabt, dass ich das Display bei mir halten kann. Dass ich überhaupt was sehe, was ich filme. Also du bist schon sehr experimentierfreudig auf jeden Fall. Ja, ich sage, man muss flexibel, spontan sein. Und wenn die Aufgabe heißt, Brautpaar filmen in der Kamera, also in dem Flugzeug, dann macht man halt, was geht. Also wenn es Geht eine nicht, Aufgabe gibt's gibt, nicht. das wollte ich gerade fragen, ne? Geht nicht, gibt's nicht. Okay. Also du experimentierst dann so lange, bis es geht. Ja, richtig. Man macht sich zuvor Gedanken und Wie Schach? Dass du 10 verschiedene Möglichkeiten dir schon vorüberlegst? Oder sagst du, ich muss jetzt wirklich einmal eine Sache finden, die für alles passt? nee, das ist immer situationsabhängig. Also ich spreche schon im Vorfeld kurz ab, wie wird was wo sein. Ja. Und dann kann man sich zwar Sachen ausdenken, ausrechnen, aber dann ist es oft so, dass doch noch spontan irgendwas anderes kommt und dann muss man halt reagieren. Das ist cool. Und flexibel sein. Also ich meine, ich habe jetzt vorletzte Woche, glaube war ich technischer Support bei einem Livestream und dann hat er gesagt, ja, wenn wir das halt da machen könnten, habe ich gesagt, in 20 Minuten beginnt der Stream, bring schon ein anderes Notebook her, das tun wir noch mit einpflegen, das kriegen wir schon hin. Wahnsinnig, um die so kurz sofort, das geht nicht. Habe ich gesagt, warum nicht? Ja, nee, ich habe gesagt, gut, dann lassen wir es halt so. Also ich bin flexibel, spontan. Also ich bin in der Lage, 5 Minuten bevor es live geht, noch unter Umständen sagen, ausprobieren. Ich weiß ganz genau, oder ich rechne mir aus, wie viele Minuten brauche ich, um ein Setup wieder umzustellen oder das rückgängig zu machen. Und dann wird halt bis auf die letzte Sekunde zu Not Cool. gearbeitet. Aber du warst vorher angestellt, bist in die Selbstständigkeit Ja. gegangen. Warum? Wie kam das? Warum? Ja. Weil ich festgestellt habe, fürs Angestelltenverhältnis bin ich nicht geboren. Wie merkt man das? Wie man das merkt, ganz einfach. Der Chef hat ja gewisse Erwartungshaltungen und Vorstellungen von dem, was man zu tun hat. Und ich habe halt dann oft irgendwo andere Einstellungen und Erwartungshaltungen. Und wenn man feststellt, dass bei 3, 4 Jobs funktioniert das nicht, also man hat immer irgendwo andere Einstellungen, dann sagt man ja, okay, gut, die haben halt ihre Sichtweise, ich meine. Und was bringt es, permanent irgendwo ins Angestelltenverhältnis zu gehen, wo man dann feststellt, das funktioniert nicht. Und ich war schon immer irgendwo frei, flexibel von allem, vom Gedankengut her, das kriegt man ja mit. Und Dann bist du dann lieber sagt man, macht erfolgreich mal allein. selbstständig, richtig, dann sagt er mal, ich liebe das auf selbstständige Basis, meine ganzen Geschichten und kann machen, was ich will. Wo soll es hingehen in den nächsten 5 Jahren? Das ist eine sehr gute, spannende Frage. In den nächsten 5 Jahren möchte ich eigentlich schauen, dass ich von 3, 4 wirklich Stammkunden relativ gut, stabil leben kann, mit einer gewissen natürlich auch Flexibilität und Spontanität, weil alles nur nach Schema F, das wird zu langweilig. Wie definierst du dann Erfolg für dich? Erfolg ist, wenn ich sagen kann, ich kann von dem, was ich mache, leben kann. Wenn der Kunde zufrieden ist und sagt, er empfiehlt mich weiter oder er sagt einfach, dich buche ich nochmal. Also wenn er gerade sagt, ich brauche immer wieder mal, das heißt für mich Erfolg, dass eigentlich alle glücklich zufrieden sind. Und im Leben erfolgreich sein, das heißt also ja nicht nur Geld, oder doch? Nein, ich wollte gerade sagen, Ja. Geld ist nicht alles. Für mich heißt Erfolg, dass man zufrieden ist, dass man Zeit hat, dass man glücklich ist. Geld ist ja nicht die Nebensache. Was bringt mir das 1 Million oder 5 Millionen auf dem Konto, wenn ich aber nur noch beschäftigt bin und dahin hetzen muss und dieses und jenes? Das Leben genießen, das ist besser, sinnvoller. Und wenn man zufrieden ist, habe ich mehr davon als mein Auto, mein Porsche, mein Blablabla. Kennst du viele Leute, die genau das machen? Mein Auto, mein Porsche. Ja,
es gibt genügend, wo ich mir dann denke, was bringt dir das? Ich kann es weder mit ins Grab nehmen, noch in die Urne mitnehmen. Da passt nicht rein. Ich bin eigentlich nur beschäftigt, Geld zu verdienen, um irgendwo anderen zu beweisen, dass ich irgendwo Geld verdienen kann. Ich lasse mich doch nicht steuern von irgendwelchen Marketing, Sachen. Nee. Wärst du heute noch mal jung? Ich würde wahrscheinlich vieles wieder so machen, weil, muss ich sagen, klar, in der Vergangenheit hat man Sachen gemacht, wo ich sagen kann, oh, hätte ich das bloß nicht. Auf der anderen Seite, ich habe da so viel Erfahrungen sammeln können, wo ich sagen muss, ja, wenn ich keine Fehler mache oder irgendwelche Sachen machen, wo ich sagen kann, naja, man lebt von Erfahrungen. Das Wichtigste ist, Erfahrungen sammeln, daraus lernen und schauen, dass man es danach besser macht. Und warum hast du damals gesagt, du willst da mitmachen, das Ganze unterstützen, dieses Königsklasse-Projekt mit hochziehen? Interessant, irgendwo spaßig und einfach mal was anderes machen, was Witziges machen, weil es kommt oft so, ja, ich will klassisch konservativ haben. Ja, das kann irgendwo jeder und experimentierfreudig bin ich und das war die gute Plattform dafür. Sehr cool. Gibt es noch was, wovor du Angst hast? Nee. Nee, sehr gut. Nee, Was also wird, ja, okay. Ich freue mich eigentlich schon auf die Rente, weil ich weiß, ich habe noch so viel vor. Mir kann es eigentlich nicht langweilig werden. Ich glaube, das Schlimmste wäre wirklich Langeweile. Und die kommt bei mir mit Sicherheit nicht auf. Und selbst wenn ich jetzt im Rollstuhl sitzen würde, ich habe irgendwie einen Unfall, sonst irgendwas, dann sage ich, ja, okay, gut, es gibt ja eine Alternative. Man kann auch vom Rollstuhl interessante Sachen ausmachen. Also von dem her gesehen, wovor soll ich Angst haben? Das ist ein sehr gesundes Mindset. Genau, in dem Sinne, so, sagen wir mal, gesunde Psyche zu haben, ist doch eigentlich sehr wichtig heutzutage in dieser verworrenen Welt, wo es Krieg gibt, Ja. alles digital wird, wo man sich Ja. entfremdet, oder? Ja. Und was sind so deine Top 3 Tipps, wie du das für dich machst? Im Klaren sein, dass wir durch die Medien beeinflusst werden. Egal ob Radio oder Fernsehen, deswegen muss ich sagen, ich tue jetzt nicht gezielt Nachrichten hören, ob Radio oder Fernsehen, weil ich weiß, man wird manipuliert. Punkt B, es kommt zu 99% nur schlechte Nachrichten und schlechte Nachrichten ziehen einen runter. Ich tue schon seit langem eigentlich relativ Teletubbies. wenig. Ja, genau, richtig. Okay. Und Nummer 3? Ja. Schauen, weil ich sage, also ich habe festgestellt, ohne Nachrichten kann man verblüffend gut entspannt leben. Ist auch mal ein Wort. Und wenn man dann sagt, ja, hast du das und das gehört, habe ich gesagt, nee. Klar, man sollte mal so ein bisschen wegen Weltgeschehen mitkriegen, aber man muss sich im Klaren sein, ich kann eh nichts bewegen. So traurig das auch ist in manchen Bereichen. Liest du viel selber? Nein. Nee. Nee. Okay. Also wenn dann nur Fachbücher, Fachzeitschriften oder sowas, aber Romane und so Zeug, nee, ist nicht meine Welt. Also du schaffst deine eigenen Bilder und bringst die in den Film. Richtig. So kann man das zusammenfassen. Richtig. Und ansonsten, ja, mal ab und zu, wenn es mir wirklich, wo ich sagen kann, jetzt muss mal Ruhe sein, mal abends hinhocken und wie mal einen Spielfilm oder irgendwie was Unterhaltsames anschauen. Aber nee. Ich bin die ganze Zeit irgendwie beschäftigt mit anderen Geschichten. Da kommt man nicht auf solche Gedanken. Da braucht man ein bisschen was zum Abschalten danach. Richtig, genau. Super. Sehr schön. Herzlichen Dank dir. War toll, dass du da Ja, warst. gerne. Danke für alles. Ja, Komm her. man sieht sich wieder. Genau. Man sieht sich immer zweimal. Oder Bis mehrmals. demnächst.